Kapitalmärkte geraten immer wieder in Turbulenzen. Zwar fanden sich in der Vergangenheit oft rasch Gegenmaßnahmen, doch die Schäden blieben teilweise immens. Wer denkt nicht zurück an das Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende? Überbewertete Technologiewerte stürzten ab. Viele erholten sich nie wieder. Der neue Markt in Deutschland verschwand daraufhin praktisch über Nacht. Es war eine der bittersten Phasen für Anleger seit Jahrzehnten. Immerhin konnten klassische Industriewerte damals ein Comeback feiern und das Internetthema blühte später mit den heute marktbeherrschenden Tech-Giganten wieder auf. 2008 dann die Finanzkrise. Investmentbanker, vor allem an der Wall Street, wirkten entzaubert. Ihre Milliardenwerte entpuppten sich als Luftnummern. Das globale Finanzsystem wankte bedrohlich. Regierungen griffen beherzt ein, übernahmen enorme Risiken und stellten das Vertrauen wieder her. Christine Lagarde, damals Frankreichs Finanzministerin, versprach bei einem IWF-Treffen in Washington sinngemäß: Wir bremsen den Absturz. Und sie hielt Wort. Dann kam Anfang 2020 die Corona-Pandemie. Die Weltwirtschaft erstarrte förmlich durch Lockdowns und Kontaktverbote. Wieder war Lagarde aktiv, nun an der Spitze der EZB. Per Homeoffice-Telefonaten koordinierte sie ein gigantisches Hilfspaket. Liquidität flutete die Märkte. Regierungen, auch in Deutschland, unterstützten mit Kurzarbeit und weiteren Programmen. Die Folge? Märkte beruhigten sich. Wer mutig während der Panik kaufte, wurde reich belohnt. Die USA spielen nach wie vor eine Schlüsselrolle für Wirtschaft und Kapitalmärkte. Doch politische Stabilität ist dort keine Selbstverständlichkeit mehr, nicht unter Präsident Trump. Mit seiner Zollpolitik schuf er die Krise, die er nun nicht bekämpfen möchte. Notenbanken wie die Fed stehen bereit, wenn es ernst wird. Doch sie haben Grenzen. Rezession und Inflation gleichzeitig bekämpfen? Kaum möglich. Trumps Druck auf Fed-Chef Powell, die Zinsen zu senken, verstärkte die Unsicherheit zusätzlich. Zwar treten kommende Woche mehrere Notenbankvertreter auf, darunter auch Andrew Bailey, Bank of England, und EZB-Chefökonom Philip Lane. Doch die US-Politik bleibt unberechenbar. Amerikas Handelsstrategie gleicht einer Selbstsabotage. Trump glaubt, das Handelsdefizit sei untragbar. Sein Weltbild ist dabei ökonomisch fragwürdig. Ein Präsident, der im Alleingang eine Nation in wirtschaftliches Chaos stürzt. Was nun? Viele Experten vergleichen mit früheren Einbrüchen, fragen sich, stecken wir schon in einem Bärenmarkt? Könnte jetzt wieder die Stunde klassischer Value-Aktien schlagen? Diskutiert wird, ob aktive Fondsmanager nun dem Markt überlegen sein könnten. Neue Unternehmenszahlen von Alphabet, Merck, Tesla bis SAP liefern Anhaltspunkte. Doch der IFO-Index zählt kaum noch, wenn Trumps nächster Tweet den Markt bewegt. Die Abhängigkeit von Washington ist drastisch. Die USA isolieren sich zunehmend vom Welthandel. Eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen für Lieferketten ebenso wie für Kapitalmärkte. Gerade US-Staatsanleihen bilden das Rückgrat globaler Finanzsysteme. In Krisen flüchten Anleger normalerweise dorthin. Aber diesmal funktioniert das nicht. Wegen der Zölle steigt die Inflation, das Vertrauen in den Dollar bröckelt. Die Folge: Selbst US-Staatsanleihen verlieren an Strahlkraft. Ein Land, das Handelspartner verprellt, kann nicht erwarten, dass dieselben seine Schulden finanzieren. Und das bei über 35 Billionen Dollar Staatsschulden. Trumps Handelskrieg hat das Vertrauen in den US-Staat als Schuldner untergraben. Ausgerechnet in einer ohnehin prekären Haushaltslage.
Noch ist keine neue globale Finanzkrise da, doch das aktuelle Marktchaos erinnert an Lehman und Corona. Sollte sich der Handelsstreit verschärfen, droht eine weltweite Rezession. Privatanleger trifft es besonders hart. Früher galt, in der Not helfen Dollar, Anleihen, Gold. Doch wenn der Dollar als sicherer Hafen ausfällt, wird es eng. Was tun? Diversifikation lautet jetzt das Gebot der Stunde. Lange galt sie als überflüssig. Wer in Tech investierte, lag richtig. Heute ist Streuung der einzige Schutzschild gegen Verluste. Wer breit aufgestellt ist, über Regionen, Branchen, Währungen hinweg, kann den MSCI World sogar schlagen. Zwar fallen Kurse, doch die Bewertung vieler Unternehmen wird dadurch attraktiv. Seit Trumps Amtseintritt büßte der US-Markt rund 20% ein. Der VIX, der Volatilitätsindex, erreichte zuletzt wieder Corona-Niveau. Pure Panik. Verkaufen oder halten? Für viele Anleger eine quälende Frage. Die Antwort: nicht überstürzt handeln. Wer heute verkauft, müsste wissen, was morgen passiert. Doch das weiß niemand. Vielleicht rudert Trump zurück, vielleicht stoppt der Kongress ihn. Ich würde auf dem jetzigen Niveau eher kaufen als verkaufen. Klar, das ist riskant, aber in der Panik verkaufen ist gefährlicher. Wenn jemand deine Aktien kauft, frag dich, warum? Ist der dumm oder sieht er eine Chance? Greife nie in ein fallendes Messer, heißt es. Doch auch das ist Psychologie. Wer ruhig bleibt oder vorsichtig zukauft, ist besser dran. Wie sollte Europa reagieren? Ruhig, aber konsequent. Freihandel ausbauen, Zölle schrittweise kontern. Der Kapitalmarkt wird Trump zur Einsicht zwingen. Kein Präsident kann dauerhaft gegen Wall Street regieren. Die Börse ist in den USA zu wichtig, auch politisch. Schon die jüngsten Kursverluste können die US-Wirtschaft in die Rezession drücken. Investitionen bleiben aus, Konsum sinkt, die Schere zwischen Reich und Arm wächst. Die Folge: mehr Inflation, mehr Arbeitslosigkeit. Eine brandgefährliche Lage. Trotz aller Schmerzen, der Markt wird Trump in die Schranken weisen. Europa sollte klug agieren und dem Kapitalmarkt seinen Lauf lassen, denn der kennt keine Parteibücher. Wie denkst du über meine Ansicht? Wird der Markt Trump Grenzen setzen? Wenn dir mein Video gefallen hat, gib ihm ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.